Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Works, das ist der WX 101,9. So, als jetzt wie er ausschaut, sehr komisch finde ich optisch, aber ja, man sieht gerade, dass dieser günstige Akkuschrauber ist, das sieht man an der Form, am Bohrfutter. Ich finde den von der Haptik her schlechter als den 100er. Das funktioniert perfekt, meine ich. Das kommt immer in die Mitte. Das ist Works, das ist der einzige Hersteller, der es super macht mit dem. So, erster, zweiter, habe ich schon gesagt. So schaut er aus, schauen wir uns die Maße kurz an. Der ist ein bisschen länger. Ziemlich genau 18,5 cm. Ja. So, wie ihr sehen könnt, definitiv einer von den unteren Akkuschrauben, ist nichts anderes zu erwarten bei dem Preis, bei der Leistung und bei allem halt. Es ist halt von der Leistung her ein relativ schwacher Akkuschrauber, aber wie schon gesagt, die meisten Aufgaben wird er trotzdem erledigen im Hobbybereich, das ist klar. Das heißt, daheim eure Möbel zusammenbauen, das kann jeder Akkuschrauber. Der braucht nicht viel Drehmoment, der braucht keine große Kraft, aber wer es wirklich dann ein bisschen häufiger nutzen will oder größere Schrauben versenken will, der soll schon zu was Stärkerem greifen. So, bei der Lautstärke, was haben wir bei der Lautstärke? Sind wir relativ weit oben, der zweitleiseste mit 78 Dezibel. Das ist halt super bei den Schwachen, die sind immer relativ leise, das ist super. Wenn man den wirklich oft verwendet und ohne Gehörschutz, kann kein Schaden passieren, das ist bei 20 cm. Normalerweise hat man den Akkuschrauber nicht eng am Kopf. So, beim Gewicht im Gramm, der ist auch einer von den leichtesten, wie ihr sehen könnt. Ganz oben, das ist wirklich super. Ich mag ganz leichte Akkuschrauber. Ja, top einfach, das sind Top-Werte. So, dann haben wir das Drehmoment. Beim Drehmoment ist auch relativ weit oben, heißt 14 Newtonmeter. Ja, ist halt okay, kann ich mal sagen. Aber das ist wirklich, da ist er dann am Sterben, wenn man den oft so verwendet, der wird relativ schnell dann kaputt gehen. Also ich würde sagen maximal 8 Newtonmeter Aufgaben, das sollte dann relativ lange halten, weil die Schutzabschaltung relativ spät einsetzt, heißt es relativ am Limit bei 14 Newtonmetern. Also bitte aufpassen bei dem Drehmoment. So, dann haben wir Preis in Euro. Natürlich, wenn man es mit anderen vergleicht, ist er relativ teuer für die Leistung, die er hat. Aber
ja, was soll man tun? Das ist halt so, es gibt definitiv für das Geld viel bessere Akkuschrauber, aber wer im Werksystem ist und was Günstiges haben will, kann man natürlich verwenden, soll man aufpassen, wie man verwendet, also wie Heimwerker. Ja, sonst insgesamt das Fazit, also guter Akkuschrauber für Einsteiger, wenn man nicht zu viel verlangt, wenn man nicht zu viel, wenn man wirklich aufpasst und wenn man nicht zu viel, zu große Aufgaben macht. Sonst alles okay, muss man sagen, Kupplung funktioniert, LED ist ein bisschen schlechter, sonst passt alles. Alle Akkuschrauber sind unten verlinkt, wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, würde ich genau unterstützen. Vielen lieben Dank für das Mal, vielen Dank für das Schaut, Kommentar da lässt, Abo da lässt, Daumen nach oben, Servus, danke, bis zum nächsten Video, ciao.